Ein wunderschön. Herzlich willkommen zu einem, mal gucken, wie lang es wirklich sein wird, zu einem kurzen, mittelkurzen Let's Play. Und zwar The Park. The Park ist ein, wie soll man es am besten ausdrücken, ein Walking Simulator ist es nicht, aber es geht darum, dass eine Geschichte erzählt wird und schön verpackt in einer Unreal 4 Engine. Und spielt in einem doch etwas unheimlichen Amüsementpark, also sprich, wie sagt man so schön, Heidepark, Soltau, plus eben halt sehr viel creepier und mit einem dunklen Geheimnis soll dort in diesem Park sein. Wir spielen eine Mutter, soweit habe ich das schon herauseruiert, und es geht um einen Teddybären. Und was es genau auf sich hat, das werden wir jetzt hoffentlich gemeinsam erfahren. Ich starte ein neues Spiel. Genau, The Park is a narrative experience best played in a dark room wearing headphones. Haben wir beides hier. It deals with subject matter that may be disturbing to some players. Okay, also vorsichtig. During the course of play, the park may manipulate, bla bla. Also es können bestimmte Sinne und sonstige Sachen manipuliert werden. In Anlehnung dessen, wie wir das Spiel beschreiten und wie wir es spielen. Funcom präsentiert. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bär? I haven't seen Mr. Bär, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. So, wir spielen das Ganze aus der Ich-Perspektive. Und das sieht erstmal schön aus, wirklich schön aus, was man dort aus der Engine rausgeholt hat. Und das ist Callum, vermutlich unser Sohn, und er sucht seinen Teddybären. Hat der Schlinge wahrscheinlich irgendwo drin liegen lassen. Dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Können wir eigentlich wir können nicht rennen, das ist schade. Und das sieht wirklich sehr schön aus mit den Reflexionen hier. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Das ist natürlich schön gemacht, dass wir uns selbst sehen können hier. Aber hier scheint wirklich nur das Ende des Parkplatzes zu sein. Dann gehen wir mal hier zu den Häusern. Wahrscheinlich der Eingang. Sieht wirklich schick aus. Muss man wirklich neidlos sagen. Aha, eine Sonne. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Okay. Okay. Drücke linke Maustaste, um mit Objekten in der Welt zu interagieren. Atlantic Island Park, eine Sonne mit, was wird das sein, Wölkchen? Oh. Untersuche die Plakette. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Okay, der Sohn ist genau an dem Tag geboren, als der Vergnügungspark hier aufgemacht hat. Atlantic Island Park, a tribute to the untamed heart of Solomon Island and the people who used their talents to bring the dream of Nathaniel Winter to life. May this park be a place where joy and laughter are gathered and used to infect all of those who follow after. Dedicated this first day of May in 1977, James B. Longley. Das ist aber nicht der Callum, das ist irgendjemand anderes da unten, ne? Huch.
Was ist das? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Hä? Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Nee. I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Leute, mal eine Frage. Woher? Jetzt mal wirklich, woher weiß er, wer wir sind? Okay, wir können vielleicht öfter hier schon da gewesen sein, aber woher weiß er, dass was verloren gegangen ist? Geht nicht auf. Drücke rechte Maustaste, um nach Callum zu rufen. Rufen gibt ja Audio-Hinweise. Okay, dann drücken wir mal rechte Maustaste. Wait up there for mommy, Callum. This way. Cool. Also auf alle Fälle ist hier irgendwas hochgeploppt. Read Flyer. Atlantic Island Park. Willkommen zum Atlantic Island Park. Als ich das erste Mal die Solomon-Inseln besucht hatte, habe ich mich sofort in die natürliche Schönheit verliebt. Es ist eine tolle Gegend und ich habe so viele meiner besten Erinnerungen hier erhalten. Ich wollte einen Ort kreieren, der diese Essenz der Solomon-Inseln einfängt. Ein Ort, wo Familien ihre Kinder mit sich bringen, um eben halt ihre eigenen Erinnerungen kreieren. Ich lade dich ein, den Park, den ich kreiert habe, kreieren, den ich halt aufgebaut habe, von dem Ferris Wheel, also vom Riesenrad, which rivals the local lighthouse for the best views of the area, to the sideshow alley, where we have many fascinating games and objects from the local area to explore. Also, wir werden jetzt eingeladen zu den einzelnen Attraktionen hier. Habt Spaß, Nathaniel Winter. Chat the Chipmunk Recommends. Für die ganz Kleinen. Den Tunnel der Geschichten sollen wir probieren. Er ist familienfreundlich, bla 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 bla. Wenn es zu langsam klingt, also sprich nicht aufregend genug, dann krapsch den Erwachsenen und spring on the bumper Carsi oder so ähnlich. Full Throttle Fun for everyone. Nee, oder Cars, Bumper Car. Ach, das sind die Autoscooter. Für die Teenager Spin Cycle on the Octotron, also sprich Adrenalin soll pumpen und richtig ausgeschüttet werden, wenn man im Octotron sitzt, der die Gesetze der Gravitation außer Kraft setzt. Der Ektotron ist ein Rollercoaster, also eine Achterbahn. Cool. Finish it all up in the House of Horrors, but be warned, it might scare all the fun out of you. Also sprich ich komme nicht auf den Namen. Hier, wo man reingeht, die Geister, Gespenster. Gespensterbahn. In der Gespensterbahn, beziehungsweise House of Horrors, also sprich in so einem Horrorhaus, wo man langläuft, Spiegelkabinett bei uns und so ein Kram, ne? Da könnte der ganze Schrecken, den ganzen Spaß herausquetschen. Und für die ganz Großen eine romantische Fahrt, beziehungsweise einen Dreh auf der Ferris Wheel, also auf dem auf dem Riesenrad, mit deinem signifikanten anderen Ich, and take in the natural beauty of Solomon Island, um eben halt die natürliche Schönheit der Solomon-Inseln zu genießen. Kleinen Moment mal kurz. So, wenn ihr den Atlantic Island Park verlassen habt, there's still so much to do here in the Solomon Island. Present this brochure to your local business partner to save big dollars. Ne? Hier sind so ein paar Essenshinweise, Telefonnummern, wo man schlafen kann im Overlook Motel. Das ist ja schön. Toll. Ja, dann gehen wir mal weiter hier. Was können wir noch angucken? Nathaniel Winter welcomes you to Atlantic Island Park. Sieht aber seltsam aus.
War da oben nicht gerade jemand? Callum, where are you going? Ich höre ihn gar nicht mehr. There's something special about the entrance to an amusement park. Ja. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Okay. Hallo? Was ist hier los? Warum ist das dunkel geworden? Warum wird es schneller? Hä? Kann ich runter? Nein. Ah, das muss geölt werden. Warum sieht das so komisch aus? Oh God. The park. What happened here? Ja, eben. Ich will wieder los. Ich will raus. Das sieht gruselig aus. Ah, press shift to toggle running. Okay, wir können doch rennen. It's easy to get lost here. Atlantic Island Park. Ferris Wheel ist da oben. Wo sind wir eigentlich? Wir sind jetzt hier, wo der Stern ist. Sideshow Alley. Nach links kommen wir in den Tunnel of Tales. Octotron. Ferris Wheel. Rechts ist der Rollercoaster. Also ist der Octotron doch was anderes. Das ist so ein Karussell-ähnliches Ding. Und der Bumper Cars. Ja, wir starten hier bei den Sideshow Alley, oder? House of Horror. Oh, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl. Ja, Leute. Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wie es danach auf dem Video aussehen wird. Und ich weiß nicht, ob ich es aufhellen kann. Das Riesenrad dreht sich aber. Guckt mal. You can't catch me. Hey, Come to mommy, Callum. hey. Müssen wir ihm jetzt hinterher rennen? Callum, stay where you are. Oh. Ja. Hallo? Carrie Killian ist Satans Whore. Sind wir das nicht? Ich möchte aber erstmal in die Sideshow Alley. Mommy needs to see you, Callum. Over here. Wo? Callum, where are you? Over here. Hä? Callum, come back here right now. Come on, Mommy. Wo ist er denn? Hier an der Tür? Come back, Callum. Come on, this way. Es ist aber in der Richtung. Where are you? Oh, This way, Mommy. was haben wir hier? Ein Schuh. I think this belongs to Callum. Und wir können ihn uns angucken. Ist aber nichts drin. Wait, Callum. Over here. Das klang aber eben kläglich. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk heißt euch herzlich im Atlantic Island Park willkommen. Chad kann täglich bei den Eisskulpturshows gesehen werden, und zwar an folgenden Orten.
11 a.m. Sideshow Alley, 1 p.m. the Octotron und 3 p.m. the Park Entrance. Chet the Chipmunk worst in class. Chet can't even seem to pass. Chet gets angry, likes to fight. Chet is beaten every night. Chet will have a dead-end job. Chet will die a useless slob. Oha. Hello? Over here. Read handwritten note. Eine Hand. Hört ihr das? Das klingt wie Daleks. What's this? Purchase the land or Solomon Island for pittance, I might add. Whatever old Archie Henderson did to the local just to mention. Doors locking shutters from the moment I arrived. My lawyers had arranged everything in advance, but das Land wird sich daran erinnern. Schreckliche dunkle Dinge. I dismissed him shortly afterwards, mostly amused by his pathetic attempts at warning me off. I have a great vision for this place, and the will to see that vision through the very end. Atlantic Island Park. The name is perfect and I cannot imagine it being anything else. This is the start of something amazing. Das klingt echt wie Dalek-Geräusche. Callum? Where'd you go? Come on, this way. Callum? Come on, Mommy. Ich komme ja. Hallo? Where did you go? Stop! Callum! Come on, Mommy. Callum, stay where you are. Ist der da im Boot? Callum? Ich weiß nicht, ist der da am Boot? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Was erzählt der? Right Swan. Das ist der Tunnel der Geschichten, ne? Tunnel of Tales. Dann lasst uns mal mit dem fahren. Oh. Eingeschränkte Sicht. Cool. Wir können nicht nach hinten gucken. Hallo? Callum, where did you go? Callum, where did you go? Oh Gott. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. Aha. A boy named Hansel and a girl named Gretel. Aha. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. So eine böse Hansel Frau. and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread
and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father Guck mich nicht so an. the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. War Chat gerade eben. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. "Tomorrow I will take them into the woods myself," the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Was ist jetzt los? Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Was sind immer die, also das Panikattacken oder sowas? Unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Cool. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nicht essen, Hänsel, nicht. Glaub es mir von deinem Namensvetter. Nibble, nibble, little mouse. Who's nibbling at my house? Oh, ist die ist ja creepy. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. "Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you." But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. "Come, children, don't be afraid. I have something for you." The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. "You see, nothing to fear here. Come inside," the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Kann auch nicht rufen. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. "Your brother will make a good mouthful," the old witch told Gretel. "Once he is fattened up, I shall feast upon him." Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Das ist der Ausgang. "Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven." But Gretel pretended not to understand. "I do not know how. Where is the opening?" "Fool," the old witch said. "The opening is here." Jetzt kam es von der anderen And she Seite. moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire. Und hat beneath einfach the oven. simplen Mord begangen. Though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Oh, wie grausam. Oh, da ist der Ausgang. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. What the fuck? Jetzt bin ich...
Das war doch nur ein Scherz von mir. Ich möchte aussteigen. Bitte. Lass mich aussteigen. Das kann man ja nicht mal nur Tageslicht genießen. Die Fahrt. Halt an! Ich will nicht nochmal fahren. Der sieht aber nicht blutig aus hier vorne. Na gut, liebe Leute. Das war die erste Folge von The Park. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Zumindest baut sich das Setting sehr interessant langsam auf. Nein, ich will nicht den Schwan reiten. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, wie es auf euch wirkt. Und würde mich freuen über ein Abo, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und mich wieder begleitet. Bis dahin, euer Firefox. Ciao, ciao.